Wie melde ich mich für einen Integrationskurs an? Es gibt oft sehr viele Fragen, wenn es um die Anmeldung zum Integrationskurs geht. In diesem Video gehe ich auf die wichtigsten Fragen ein. Eine Teilnahme an einem Integrationskurs ist nur mit einem Originalpapier möglich. Dieses Papier nennt sich Bestätigung über die Berechtigung zur Teilnahme am Integrationskurs oder Bestätigung zur Verpflichtung am Integrationskurs. Zuerst ist es zu prüfen, welchen Status Sie haben bzw. aus welchem Herkunftsland Sie kommen. Haben Sie einen Anspruch auf einen Integrationskurs? Wenn Sie einen Aufenthaltstitel bekommen haben, bekommen Sie automatisch eine Verpflichtung von der Ausländerbehörde oder dem Träger der Grundsicherung, meistens das Jobcenter. Spätaussiedlerinnen bekommen direkt bei der Einreise nach Deutschland vom Bundesverwaltungsamt in Friedland eine Teilnahmeberechtigung. Wenn Sie aus einem EU-Land kommen, stellen Sie den Antrag direkt beim Bundesamt. Wir können Sie bei der Antragstellung gerne unterstützen. Wenn Sie eine Blue Card haben, haben Sie keinen Anspruch auf einen geförderten Integrationskurs durch das Bundesamt. Bei einer Duldung und Aufenthaltsgestattung ist zu prüfen, aus welchem Land Sie kommen. Mit Stand von November 2022 können Sie einen Antrag stellen, wenn Sie aus Afghanistan, Eritrea, Somalia oder Syrien kommen. Alle anderen Länder müssen geprüft werden. Schauen Sie auch immer auf der Seite vom Bundesamt nach den aktuellen Informationen. Die Anmeldung ist immer nur persönlich und mit den Papieren im Original und Ihrem Ausweis bei einer Schule, auch Träger genannt, möglich. Wenn die Papiere, sie müssen original und gültig sein, vorliegen, müssen Sie einen Termin für die Einstufung und die Anmeldung machen. Zu diesem Termin bringen Sie die Papiere und Ihren Ausweis mit. Die Einstufung dauert circa eine Stunde und sie besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil. Sie können eine Anmeldebestätigung bekommen und diese zum Beispiel dem Jobcenter vorlegen. Es melden sich sehr viele Menschen für einen Integrationskurs an. Daher haben wir hohe Wartezeiten und Sie kommen auf eine Warteliste. Sie haben die Pflicht, auch bei anderen Schulen nachzufragen, ob es woanders freie Kursplätze gibt und Sie schneller einen Integrationskurs besuchen können. Sie können sich aber nur bei einer Schule mit dem Original anmelden bzw. sich auf die Warteliste eintragen lassen. Es ist wichtig, auf die Originalpapiere gut aufzupassen. Sollten Sie diese doch mal verlieren, kann man ein Duplikat, eine Zweitschrift bei der Ausländerbehörde oder dem BAMF anfordern. Wenn Sie bei einer Schule angemeldet sind und auf der Warteliste stehen, ist es wichtig, eine Info zu geben, falls sich bei Ihnen Kontaktdaten wie Anschrift oder Telefonnummer ändern. So können wir Sie immer erreichen. Nach der Einstufung bzw. Anmeldung müssen Sie nicht mehr aktiv werden. Wenn Sie zu einem Kurs eingeladen werden, erfolgt das grundsätzlich schriftlich. Wenn wir kurzfristig einen Platz für Sie haben, erfolgt die Einladung zum Kurs telefonisch. Die Einladung zu den Kursen erfolgt chronologisch nach Anmeldedatum. Falls Sie sich abmelden und später wieder bei uns anmelden, dann beginnt die Wartezeit auf einen Integrationskurs von vorne. Melden Sie sich daher bitte nur bei einer Schule ab, wenn Sie sicher einen Platz bei einer anderen Schule haben und dafür die Papiere brauchen. Bei dem Integrationskurs gibt es unterschiedliche Formate. Der allgemeine Integrationskurs ist für die Personen, die lateinisch alphabetisiert sind. Dieser Kurs dauert mindestens 7 Monate. Wenn Sie die Buchstaben noch nicht lesen und schreiben können, dann brauchen Sie einen Integrationskurs mit Alphabetisierung, auch ABC-Kurs genannt. Dieser Kurs dauert mindestens 13 Monate. Falls Sie am Ende des allgemeinen Integrationskurses die Prüfung nicht mit B1 schaffen, haben Sie die Möglichkeit, den Kurs mit 300 Unterrichtsstunden noch einmal zu wiederholen. Dafür müssen Sie einen neuen Antrag stellen. Ab der Ausstellung der Papiere haben Sie 2 Jahre Zeit, das B1-Niveau zu erreichen.
Wenn Sie Selbstzahler sind und einen Kostenbeitrag zahlen, können Sie einen Antrag beim Bundesamt stellen und Sie halten 50% der Kosten wieder zurück. Das ist aber nur möglich, wenn Sie bei der ersten Prüfung das Niveau B1 geschafft haben. Was können Sie noch tun, während Sie auf einen Kursplatz warten? Sie können schon ein wenig online lernen. Es gibt das VHS-Lernportal, bei dem man schon ein wenig Deutsch üben kann. Ich hoffe, dass die Informationen hilfreich sind, wenn Sie sich für einen Integrationskurs anmelden möchten. Ihre Volkshochschule Wolfsburg.